It was horrifying when I encountered the first memes. So I wanted to withdraw all the pictures and close down all the websites that appeared. But that was not a real solution. You gotta give him that hawk too and spit on that thing. I've broken down many times, crying. I keep thinking, why is this happening to me? Memes, 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 wir alle kennen sie. Von den Klassikern wie Scumbag Steve bis hin zu neueren wie... Ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Wir alle Keine Ahnung, wer das ist. finden sie mehr oder weniger lustig und sie sind inzwischen einfach Teil unserer Internetkultur geworden. Aber ihr habt mit Sicherheit noch nicht davon gehört, wie sehr er gegen seine Memes gekämpft hat. Wie diese Frisur eine ganze Generation verurteilt oder welchen krassen rechtsextremistischen Einfluss der Kerl hier auf unsere Politik hat. Nee, also Pepe the Frog lassen wir uns nicht von den Nazis wegnehmen, ne? Also stinksauer. Ja, wow, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Video hier. Memes beeinflussen dich und mich mehr, als wir alle denken. Und das Warum gehst du auch? ist gar nicht unbedingt hin zum Positiv. Ich meine, natürlich feiern wir Memes wie solche hier. Oh Gott, pass auf! Ach du Scheiße, der hat den Reifen verloren! Oder Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich bin geiler als du. Das wirkt in vielen Fällen abschreckend auf den Täter. aber Hat auch abschreckend auf Dara gewirkt. Er hat kein einziges Wort hier geschrieben. oft vergessen wir, dass hinter diesen Memes echte Menschen mit echten Leben stecken. Nein, doch. Lasst uns also mal gemeinsam in die krassen Tiefen unserer Meme-Kultur schauen, denn wir alle wissen, Memes sind die Kapitel 1 Sprache des Internets. Man kann es nämlich tatsächlich so sagen, Memes haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren, tatsächlich revolutioniert. In der Online-Welt sind das nämlich wesentlich mehr als nur irgendwelche Bilder mit lustigen Captions oder Videoclips. Memes sind quasi ein kulturelles Phänomen geworden, die Emotionen, Meinungen und Ideen transportieren. Eine Sache, die Memes zum Beispiel von allen anderen Medien krass unterscheidet, ist ihre unglaubliche Viralität. Es ist im Grunde so, dass wir in Sekunden schneller einen Witz, eine gemeinsame Erinnerung oder eine Meinung mit jemandem teilen können. Und so können sich Memes innerhalb weniger Minuten über die ganze Welt verbreiten und erreichen dadurch Menschen aus unterschiedlichsten Gesellschaften und Kulturen. Und Ich habe auch schon mal gehört, dass Memes dabei helfen können, Ideologien, Moralvorstellungen in die Gehirne von denen, die dafür eigentlich gar nicht so offen sind, reinzuballern. ganz klar helfen dabei Plattformen wie Reddit, 9gag, TikTok, die im Grunde die Brutstätten unserer Meme-Kultur sind. Natürlich sind Memes in erster Linie oftmals einfach lustig und keine Ahnung, bringen uns vielleicht zum Lachen. Was wir dabei aber oft vergessen ist, Memes haben Macht. Sehr viel Macht. Und so können sie tatsächlich unsere Gesellschaft beeinflussen, im Guten wie auch im Schlechten. Apropos Einflüsse auf unser Leben. Wisst ihr, was neben Memes noch einen großen Einfluss auf unseren Alltag hat? Unsere Ernährung, mal wieder Spitzenmeister in den Überleitungen. Jetzt kommt Werbung. Bestimmt für was Tolles. Jonas, bitte mach Werbung für was zu essen, von dem ich nicht Durchfall bekomme. Auch heute ist unser Sponsor Livesum und ich danke ganz herzlich für diese Partnerschaft. Livesum ist eine App, die euch hilft, ungesunde Ernährungsweisen zu vermeiden. Ihr kennt das Problem sicherlich alle, man hat sich vorgenommen, gesünder zu leben, aber man fällt ganz schnell wieder in seine alten Muster zurück. Livesum hat dieses Problem im Grunde gelöst, weil es einige super spannende und hilfreiche Features anbietet. Zum Beispiel eine KI-Funktion, mit der ihr euer Essen tracken könnt. Ich habe in einer Woche meinen nächsten Dreh und da habe ich tatsächlich eine Oberkörperfreiszene und da ich regelmäßig Sport mache, habe ich mir gedacht, wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um richtig geschreddet zu sein, wenn man schon eine Oberkörperfreiszene hat. Wer selber Sport macht, weiß, Apps werden größtenteils nicht im Gym gemacht, sondern in der Küche und dabei hilft mir Livesum. Denn ich reduziere hierfür meine Kalorien und versuche dabei trotzdem meine Eiweißzufuhr hochzuhalten, weil ich ja nur Fett und nicht Muskeln verlieren möchte. Und Livesum ist dabei super hilfreich, weil ich einfach schnell ein Foto von meinem Essen machen kann und die KI dann analysiert, wie viel Kalorien und welche Nährstoffe mein Essen hat. Ja, ich weiß, es fehlt noch die Sojasauce, das war nur fürs Video. Ich hole jetzt auch die Sojasauce. Ihr wisst Bescheid. Was auch super hilft, damit das Cutten nicht zu einseitig wird, sind die gesunden Rezepte, die einem in der Livesum-App vorgeschlagen werden. Davon gibt es über 1000. Das heißt, man findet jedes Mal etwas Neues. Wenn ihr eure Ernährung auch optimieren wollt, dann scannt sehr gerne diesen QR-Code oder klickt auf den Link in der Beschreibung. Damit bekommt ihr dann 55% Rabatt auf Livesum Premium. So, jetzt aber wieder zurück zu Memes. Also das klingt jetzt gemein, aber Motivation allein wird dir für nichts in deinem Leben reichen. Sport nicht, eine Diät oder eine Essensumstellung nicht. Die Motivation alleine wird nicht reichen. Wenn du tatsächlich bei sowas am Ball bleiben willst, ist zwar Motivation ein geiler erster Push, aber wenn die erste Motivation nachlässt, muss deine Disziplin einsetzen. Und wenn deine Disziplin nicht einsetzt, dann wirst du auch damit aufhören. Du musst durchziehen, bis du die ersten Erfolge für dich wahrnimmst, weil dann wieder die Motivation kommt. Und daran scheitern die meisten.
Routinen aufbauen hilft bei der Disziplin. Das ist richtig, ja. Wenn man feste Struktur hat, easy. Ich habe feste Uhrzeiten für Sport. Ja, ich zum Beispiel nicht, aber ich habe feste Tage. Das hilft mir auch. Ne? Und für mich ist zum Beispiel kein Bock. Gehe trotzdem hin, mache meine Übungen, gucke mich im Spiegel an, fühle mich wohl, fühle mich gut, weil ich trotzdem was gemacht habe, obwohl ich keine Lust hatte. Win-win. Habe ich wieder Bock aufs nächste Mal. Dann kurz vorm nächsten Mal, habe ich heute Lust drauf. Und dann gehst du trotzdem hin. Ja? Und so, das ist dann so, das führt dann immer weiter. Woher die Motivation? Ein weiser Mann namens Philly Funman hat mal gesagt, Motivation kommt von Machen. Also irgendeine Grundmotivation musst du ja haben, was anzufangen. Aber du musst halt dann auch durchziehen. Filmmann? Oh, ich kenne Filmmann nicht. Ich fühle mich gerade irgendwie kacke, dass ihr Filmmann nicht kennt. Aber Filmmann war ein großartiger Streamer seiner Zeit. Alarm! Alarm! Heute möchte ich mit euch einmal in die dunklen, fiesen Tiefen der Meme-Kultur eintauchen. Und dafür sollten wir einmal über ein paar Memes sprechen, die sicherlich einige von uns kennen. Kapitel 2: Meme-Legenden. Denn was wir, wie ich eben schon sagte, so oft vergessen, die Leute, die wir immer wieder auf Memes sehen und in Runden irgendwie rumschicken oder selber zugeschickt bekommen, das sind echte Menschen, so wie ich und so wie du. Und Stopp, ich bin kein echter Mensch, ich bin ein Ex-Mensch. sobald man zum Meme wird, ändert sich das Leben von heute auf morgen komplett. Ob man es will oder nicht. Wir alle kennen ihn. Kapitel 2.1 Hide the Pain Harold. Eigentlich heißt er Andras Arato und ist ein Rentner aus Ungarn. Anfang 2010 wurde Andras von einem Fotografen angefragt, um Stockfotos zu machen. Nach dem Fotoshoot mochte der Fotograf Andras dann so gerne, dass er ihn zu noch weiteren Shootings eingeladen hat. Also wurde Andras als Arzt, Professor, Ehemann oder in alltäglichen Situationen fotografiert. Aber to be fair, er hat halt auch einfach the face dafür, right? Er hat einfach the face dafür. Das könnten andere nicht mal nachstellen, wenn sie wollen würden. Am Anfang wurden seine Bilder wie auch geplant für Werbezwecke genutzt. Man kann sich diese Stockfotos dann einfach einkaufen gegen einen Preis und kann die dann zum Beispiel auf seiner Webseite benutzen, wo auch immer man die braucht. Aber nur wenige Zeit später verteilten sich schon die ersten Memes von Andras im Internet. Von jetzt auf gleich waren jegliche Social-Media-Plattformen voll mit seinem Gesicht. Und Andras war natürlich völlig überfordert mit dem Ausmaß, das es annahm, wurde mit Themen in Verbindung gebracht, von denen er sich selber total distanziert. Und zunehmend verlor er die Kontrolle von seinem Bild in der Öffentlichkeit. Horrifying when I encountered the first memes, because there were some really rude or disgusting jokes with me. Ah, ja, okay. Ich verstehe. Na, wenn dein Gesicht dann halt für was verwendet wird, wofür du nicht einstehst, ist das dann schon scheiße. So I wanted to withdraw all the pictures and close down all the websites that appeared. Ja, das But that was not a real solution. Andras fing an, jahrelang gegen die Verbreitung seines Memes zu kämpfen, was im Endeffekt aber nicht viel brachte, weil immer mehr und mehr Memes mit seinem Gesicht erstellt wurden. Nach einiger Zeit fing Andras dann an, seine neue Identität zu akzeptieren und sie sogar zu seinem Vorteil zu nutzen. Er trat bewusst wieder in die Öffentlichkeit und begann sogar in Werbekampagnen aufzutreten, unter anderem für Coca-Cola. Entschuldigung. Das ist schon witzig. Bringt uns zu Kapitel 2.2 Scumbag Steve. Der Typ mit Cap, der irgendwie aussieht, als würde er dir gleich dein Bier klauen und dich danach noch nach einer Zigarette fragen. Scumbag Steve wurde zu einem der bekanntesten Meme-Gesichter so um 2011 rum. Also Gott, sind wir alt. Oh Gott, bin ich alt? Das ist 14 Jahre her. kann sein, dass ihn nicht jeder von euch kennt. Hinter dem Meme steckt Blake Boston aus Boston, Massachusetts. Massachusetts. Boston, Massachusetts. Digga. What the? Hinter dem Meme steckt Blake Boston aus Massachusetts, der zu dem Zeitpunkt erst 16 war. Seine Mutter hatte Bilder von ihm gemacht, was Blake ziemlich nervig fand, was man vielleicht auch schon seinem Gesichtsausdruck entnehmen kann. Nachdem seine Mutter das Bild auf MySpace hochgeladen hat, nahm die Story dann ihren Lauf. MySpace! Mein Gott, bin ich alt! Irgend so ein Typ online dachte sich anscheinend so, wow, der Typ sieht aus wie ein Scumbag, also auf Deutsch quasi ein Drecksack, und fing an, verschiedene Captions zu dem Bild zu schreiben. Blake ist bis heute davon überzeugt, dass diese Person, die das gestartet hat, eine Hatewelle gegen ihn starten wollte, weil er zu diesem Zeitpunkt versucht hat, Hip-Hopper zu werden. Und in kürzester Zeit tauchten unzählige Memes auf, in denen Scumbag Steve für alle möglichen Assi-Verhaltensweisen stand. Und Scumbag Steve verbreitet sich seitdem wie ein Lauffeuer im Internet. Ja, seine Zeit ist vorbei.
Zusätzlich ist sogar Scumbag Steve's Snapback zu einem eigenen Meme geworden. Die Mütze wird dabei einfach auf andere Bilder draufgesetzt, um ihm eine Scumbaggy Note zu verleihen. Aber von Anfang an feierte das Internet Scumbag Steve. Und auch wenn er am Anfang mit der Aufmerksamkeit überfordert war, begann er schnell zwischen sich selbst und der Meme-Figur zu unterscheiden und den Charakter Ich kenne das Meme gar nicht. Du bist bestimmt 25 oder so. Roundabout. Plus, minus 2 Jahre. 43? Oh. Ja, dann tut mir das leid. Scumbag Steve weiter zu vermarkten. Er fing an, Merch zu verkaufen. Und teilweise haben sich sogar echte Scumbags seinen Hype zunutze gemacht und versuchten Kappen für schlappe $15.000 zu verkaufen. Blake wollte die Aufmerksamkeit wohl auch nutzen, um seine Musikkarriere voranzutreiben und hat einen eigenen Rap-Song rausgebracht. Who showed up and drank all your beer? Scumbag Steve. And how'd you get puke on your brand new kicks? Scumbag Steve. Scumbag Steve. Daraus ist irgendwie nur kein großer Erfolg geworden. Ich frag mich, wieso. Komisch. Aber was wir alle wissen, da wo die Aufmerksamkeit liegt und wo die Gesellschaft hingeht, da liegt bekanntlicherweise auch Geld. Also gab es natürlich auch Leute, die bewusst versucht haben zu polarisieren, um zu einem eigenen Meme zu werden. Kommen wir also zu den Leuten, die Kapitel 3 bewusst auf den Hype aufspringen. Auch wenn das hier ebenfalls ein älteres Meme ist, hat Bad Luck Brian sehr schnell erkannt, wie man polarisiert und bewusst weird für sein Schulbuch gepostet. Nachdem sein Kumpel das Bild ins Internet gestellt hat, wurde es in kürzester Zeit als Symbol für Pech und dämliche Missgeschicke verwendet. Kyle Craven, also Bad Luck Brian, nutzte das natürlich direkt für sich und machte eine Brand aus seinem eigenen Gesicht. Von Kleidung und Kissen über Dartscheiben und Mauspads bis hin zu Geschenkpapier kann man alles Mögliche in seinem Online-Shop kaufen. Das ist ja smart. Das ist schlau. Ich kann mir nicht vorstellen, wer das so for real sich dann kauft wirklich, aber Eins in den Chat, wenn du dir von Brian Merch kaufen würdest. Nein? Ein paar? Okay, sehr durchwachsen. es scheint ja zu funktionieren. Und um mal zu den etwas aktuelleren Memes zu kommen, seid bestimmt gerade schon ein bisschen ungeduldig. Ein Meme aus dem letzten Jahr, was wahrscheinlich an kaum einem von uns vorbeigegangen ist und wo jemand auch bewusst versucht hat, diesen Hype dann direkt mitzunehmen, ist das Hawk Tour Girl. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich weiß es auch nicht. It's one move in bed that makes a man go crazy every time. Oh, you gotta give him that huck too and spit on that thing. Das ist aber auch witzig, wie sie es aussagt. Hailey wurde im Juni 2024 durch ein Straßeninterview zum Internetphänomen. Wie wir in dem Clip gerade schon gesehen haben, antwortet sie auf die Frage nach einem besonderen Betttipp mit diesem Hawk Tour, was ja das Spucken, also muss ich das erklären? Ein Spit on that thing. Das Video ging komplett viral und erhielt Millionen von Aufrufen. Und Hailey hat die Chancen aus ihrer plötzlichen Bekanntheit sehr schnell erkannt. Und ich meine wirklich sehr schnell, denn sie hat bereits nach einer Woche ihr eigenes Management-Team zusammengestellt. Ich stream 10 Jahre und hab nicht mal ein Management. Naja, gut. Und so nahm ihre Influencer-Karriere dann ihren Lauf. Sie gründete ein Unternehmen, machte einen Podcast und begann Merchandise zu verkaufen. Und no joke, innerhalb der ersten Woche hat sie alleine 65.000 US-Dollar eingenommen. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und im Dezember 2024 nutzte sie dann ihre Bekanntheit und brachte sogar eine eigene Kryptowährung auf den Markt, den Hawk-Dollar. Das war ein sogenannter Meme-Coin, also quasi eine Kryptowährung ohne finanziellen Zweck, der dann quasi durch die Popkultur große Aufmerksamkeit bekommt. Hawk erreichte kurzzeitig eine Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Dollar, stürzte dann aber innerhalb von 20 Minuten wieder auf 26 Millionen Dollar ab. So gab es dann auch einige Beschwerden und Kritiker vermuteten einen sogenannten Rugpull-Betrug, bei dem Inhaber den Kurs quasi künstlich in die Höhe treiben, um dann später mit Gewinn zu verkaufen. Hailey bestreitet die Vorwürfe natürlich und sagt auch, dass weder sie noch ihr Team irgendwelche Coins verkauft hätten. Der Betrug ist auch bis heute nicht bewiesen, aber es ist natürlich trotzdem eine sehr weirde Story einfach. Hailey ist aber kein Einzelfall. Mittlerweile versuchen sehr viele Leute auf den Meme-Zug aufzuspringen, um Erfolg zu bekommen, auch wenn das heißt, sein ein Jahr altes Baby zu vermarkten. Das ist absolut garbage. Stop it. Lasst eure Kinder aus dem Internet, bis sie selber entscheiden können, ob sie dort gezeigt werden wollen oder nicht. Aber um das ganz kurz fairnesshalber zu sagen, auf den meisten Memes, die wir kennen, sind Leute zu sehen, die wirklich ganz unbeabsichtigt zum Meme wurden. Und es gibt auch einige Fälle, bei denen man wirklich sagen kann, dass das Leben oder die Karriere dieser Person durch das Meme zerstört wurde. Lasst uns das also ganz kurz einmal genauer anschauen. Kapitel 4: Meme-Mobbing. Wenn ein Bild zur Waffe wird. Ich weiß nicht, ob das gleich kommt, aber ich will es vorwegnehmen, damit ich schlau wirke.
Das traurigste Meme, was ihr dahingehend kennen könnte, was tatsächlich fast ein Menschenleben gekostet hätte, ist das Ich will Unreal Tournament spielen, Kind. Also da gab es eine Doku von dem, wo er dann erzählt hat, dass das so krass wurde, dass er wirklich nicht mehr konnte. Und ja, die Doku ist krass, das ist unglaublich crazy, wie heftig das reinkicken kann, wenn das Internet über dich lacht. Das Bild hier, das habt ihr doch bestimmt schon mal gesehen, oder? Vielleicht... Keine Ahnung. Kennt ihr das Bild? Ja? Nee? Ich kenn's. Vielleicht erinnert ihr euch dann auch noch an die Story, die mit diesem Meme verbreitet wurde. Denn unter dem Meme stand oftmals Folgendes drunter: Schönheitsoperation, du kannst es nicht für immer verstecken. Durch die Caption wurde... Verstehe ich nicht. Durch die Caption wurde das Gerücht verbreitet, dass Heidi, die auf dem Bild drauf ist, ihren Ehemann eine Schönheitsoperation verschwiegen habe, was dann durch die Kinder offensichtlich geworden sei und der Mann sie dann verklagt hat. So... Du, warte. Weil sie auf dem Bild größere, ich nehme an, es geht um die Augen, right? Größere Augen hat als ihre Kinder? Wird ihr vorgeworfen, dass sie eine Schönheits-OP hatte und ihr Mann das verschwiegen hat? Und er verklagt sie, weil sie jetzt Kinder geboren hat, die nicht so aussehen, die nicht solche Augen hat wie sie. Er weiß aber schon, dass er auch mitbeteiligt ist an der genetischen Weitergabe von whatsoever, von Körpermerkmalen. Er könnte sich auch einfach selber verklagen, dass er auch mit daran beteiligt war. Auch die Nase. Also jetzt mal real, also ich möchte, stopp, wir müssen jetzt mal ernsthaft darüber reden. Wenn ich eine Schönheitsoperation an mir mache oder machen lasse, weil ich mit irgendwas unzufrieden bin, Augen, Titten, Nase, völlig scheißegal. Mein Freund würde mit mir ein Kind kriegen und dann würde da ein Kind rauskommen, das zum Beispiel nicht schwarze Haare hat, sondern ich färbe meine Haare, meine blonden Haare immer schwarz. Und da kommt dann ein blondes Kind raus und er verklagt mich, weil er davon ausgegangen ist, dass das Kind schwarzhaarig wird. Sorry, aber dann ist der Mann ein absoluter Sorry, aber niemand hat die Verpflichtung, dir zu sagen, hey, ich habe mir irgendwas machen lassen. Deswegen werden unsere Kinder anders aussehen, als du es dir vorstellst. Was ist das denn? Ist das krank? Entschuldigung, dass ich diese Wortwahl nutze. Aber ist das krass einfach? Für immer verstecken. Durch die Caption wurde das Gerücht verbreitet, dass Heidi, die auf dem Bild drauf ist, ihren Ehemann eine Schönheitsoperation verschwiegen habe, was dann durch die Kinder offensichtlich geworden sei und der Mann sie dann verklagt hat. Unrasiert unter den Achseln? Natürlich. So begann dann ein Meme-Albtraum für das Model. Kapitel 4.1 Heidi. Bin weg, weil ich mich nicht rasiere? Halt, stopp, Chat. Liebe Männer aus dem Chat. Wir befinden uns im Jahre 2025. Körperhaare sind komplett normal. Ihr werdet nie im Leben dazu gezwungen werden, eine Frau zu finden, die Körperhaare hat, okay? Müsst ihr nicht. Ihr müsst das auch nicht attraktiv finden. Absolut nicht. Aber wenn eine Frau Körperhaare trägt, dann ist das Einzige, was man tun muss, seinen Mund zu halten. Das, glaube ich, kriegt ihr hin. Das kriegt ihr hin. Ich finde mich auch schön mit Achselhaaren. Ich finde mich auch schön mit Beinhaaren. Und mein Freund hat weder ein Problem mit meinen Achselhaaren, mit meinen Beinhaaren oder mit meinem Intimbereich. Körperhaare sind normal. Und wenn ihr Frauen nur attraktiv findet, wenn sie am ganzen Körper keine Haare hat, dann überlegt mal, in welchem Stadium eine Frau komplett gar keine Körperhaare hat. Richtig. Und zwar nicht, wenn sie eine Frau ist, sondern wenn sie ein Mädchen ist. Und dann würde ich mal ganz genau darüber nachdenken, ob ihr wirklich ein Mädchen attraktiv findet oder ob ihr auch damit klarkommt, wenn es Frauen gibt, die Körperhaare haben. Vielleicht steht ihr nämlich dann nicht auf Frauen, sondern auf Mädchen. Ja, that escalated quickly. Ja, weil diese verfickte Industrie und diese verfickten Schönheitsideale Männern eintrichtern, dass Frauen mit Körperhaaren eklig sind. Dabei sind Frauen mit Körperhaaren fucking normal.
Und ich es absolut disgusting finde, wenn ein Typ sich darüber aufregt, dass die Frau Stoppeln hat im Intimbereich oder was auch immer. Weil das normal ist. Das ist normal. Das hat nichts mit eklig zu tun oder es hat nichts mit verlottert zu tun oder mit was auch immer. Das ist fucking normal. Grow up. Werdet erwachsen. Das sind Frauen und keine Kinder. Meine Güte. Was ist mit Haaren bei Männern, die aus der Nase und Ohren wachsen? Das ist auch natürlich, wird aber in der Gesellschaft unästhetisch angesehen. Das sollte dir doch scheißegal sein. Wenn du mit deinen Haaren aus der Nase und aus den Ohren fein bist, dann mach's doch nicht weg. Es geht doch darum, wie du dich wohlfühlst und nicht, was andere Leute darüber sagen. Scheiß doch auf die anderen Leute. Du musst dich damit wohlfühlen und ich fühle mich wohl mit unrasierten Beinen und unrasierten Achseln. Und wenn ihr euch wohler fühlt mit rasierten Beinen und rasierten Achseln, dann ist das doch voll nice. Dann rasiert euch doch. Ich werde mich doch auch nicht hinstellen und sagen, ih, du hast dir die Achseln rasiert als Mann? Das mache ich doch auch nicht. Ist doch schwachsinnig. Lasst doch Menschen einfach so rumlaufen, wie sie sich wohlfühlen. Ihr müsst sie nicht daten und ihr müsst ihnen auch nicht sagen, ob ihr das schön findet oder nicht. Ihr müsst diese Menschen nicht anfassen, nicht umarmen, nicht in den Achseln lecken, whatsoever. Ihr könnt für euch entscheiden, wie ihr rumlaufen wollt. Und ihr müsst die andere Person, die nicht den gleichen Geschmack hat, nicht vögeln und auch nicht attraktiv finden. Und ihr müsst es der Person auch nicht unter die Nase reiben. 2025, wir sind hier nicht mehr im Mittelalter, okay? Oder in den fucking 90ern. Dann ist das ja geklärt. Ich hoffe doch auch. So. Heidi war eigentlich nur ein aufstrebendes Model, das für eine Werbekampagne für plastische Chirurgie gebucht wurde. Die Werbung sollte attraktive Eltern nach einer Schönheits-OP zeigen, während ihre Kinder digital so nachbearbeitet wurden, dass ihre Augen besonders klein und ihre Nasen besonders flach aussahen. Die Werbung sollte also Menschen dazu anstiften, Schönheitsoperationen in Erwägung zu ziehen, was ja an sich schon kritisch genug ist. Die eigentliche Bildunterschrift war also: Das Einzige, worüber sie sich jemals Sorgen machen müssen, ist, wie sie es den Kindern erklären. Die Fake-Story aber ging als Meme super schnell viral, verteilte sich überall und sorgte dafür, dass Heidis Glaubwürdigkeit als Model in Frage gestellt wurde. Und so erhielt Heidi tatsächlich weniger Aufträge, da Unternehmen eben nicht mit jemandem zusammenarbeiten wollten, der eben mit solchen Negativschlagzeilen in Zusammenhang steht, obwohl sie da ja gar nichts für kann. Und trotz mehrfacher Versuche, das Bild aus dem Internet zu sehen, wurde es mehr und mehr verbreitet. Because of what has happened, I haven't been able to sleep well, and I've broken down many times crying. Mann, I keep thinking, why Sie hat Werbung gemacht für OP, ja, obwohl sie nicht operiert wurde. So habe ich das jetzt verstanden. is this happening to me? Darüber hinaus litt auch ihr Privatleben erheblich. Ihr damaliger Freund trennte sich und selbst ihre Freunde und Familie zweifelten an ihrer Ehrlichkeit über Schönheits-OPs, nur wegen dieses Memes. Aber Heidis Story ist nicht die einzige, die zeigt, wie Memes komplett nach hinten losgehen können. Gerade die Leute, die YouTube-Anfänge mitbekommen haben, die kennen ihn hier sicherlich auch. Kapitel 4.2, der Big Tasty-Kritiker. Oh, den kenne ich auch. Hinter diesem Meme steckt eine wirklich traurige Geschichte. Lars Kloß war damals 14 Er heißt Lars Kloß. Jahre alt, als er von einem Kumpel gefilmt wurde, wie er im McDonald's einen Big Tasty Taste Test gemacht hat. Das Video war ursprünglich mit dem Titel McDonald's. Hieß? Warum hieß? Hat er sich umbenannt? Oh, er ist gestorben. Okay. Als Qualitätssicherung im Internet hochgeladen worden und verbreitete sich unglaublich schnell. Und es führte auch dazu, dass Lars unter dem Spitznamen Big Tasty Kritiker bekannt wurde. Schon nach kürzester Zeit ging eine Hatewelle los und Leute machten sich über sein Gesicht und sein Aussehen lustig. Das Allergeilste sind die Zähne, lol, haha, ich brech ab, so eine richtige Fratze. Patty Bum Bum. Der Typ sieht bald aus wie ein Big Tasty. Der hätte sich aber wenigstens den halben Burger aus dem Gesicht tun können. Also doch, ich weiß es eigentlich. Ich weiß, warum Menschen andere Menschen beleidigen. Vor allem im Internet ist es relativ einfach, weil man mit keinen Konsequenzen rechnen muss. Nee, dahinter steckt nicht nur pure Bosheit. Warum Menschen das machen, ist, um sich besser zu fühlen. Es gibt Menschen da draußen, die für sich selbst denken, ein scheiß Leben zu haben und mit sich selbst sehr unglücklich sind. Die zehren dann daraus, andere Menschen niedriger und kleiner zu machen und fühlen sich damit halt besser. Genau, das klassische nach unten treten. Ja? Also quasi, wenn ich sage, haha, du bist hässlich, dann kann ich mich hinstellen und sagen, weil ich bin schöner, als Beispiel. Manche finden das halt befriedigend,
andere Menschen runterzumachen. Und gerade wenn es keine negativen Konsequenzen für diese Menschen hat, sondern vielleicht sogar noch mit noch mehr Aufmerksamkeit belohnt wird, weil Leute dann darunter schreiben, Mann, bist du gemein, oder halt vielleicht sogar noch Likes dafür kriegen, dann ist das ja noch mehr ein Boost. Sehr einseitige Betrachtung. Dann sagt mir gerne die andere Seite, Giggler Goblin, warum Menschen, die solche Kommentare schreiben, andere Menschen niedermachen. Ich bin ab für das Gespräch. Es gibt auch viel Schnittmenge im Die bösen Ausländer nehmen euch XY weg. Ja, ein Feindbild muss nicht unbedingt irgendein Kind im Internet sein. Ein Feindbild kannst du ja als alles nehmen. Also leichter ist es natürlich mit Menschen, die schon im sozialen Status weiter unten stehen. Es gibt viele Menschen im Netz, die viel Müll erzählen, dann machen sich Leute drüber lustig. Ja, und die Frage war aber, warum sie sich drüber lustig machen. Es geht mir nicht darum, dass sich Leute drüber lustig machen, sondern warum sich jemand über das Aussehen eines Jungen lustig macht. Darum ging es gerade. Und da hast du gesagt, es ist sehr einseitig betrachtet, wenn ich sage, das hat damit zu tun, ein Machtgefälle für sich zu entwickeln. Die stellen sich nicht höher. Was machen sie denn dann? Warum machen sie es denn dann? Warum machen diese Menschen das? Bei Mobbing spielt aus Gruppenzwang, Selbstschutz und Gruppendynamik viel mit. Ja, und die Gruppendynamik, warum du mitmachst bei Mobbing, hat mitunter auch den Grund, weil du dich einer mobbenden Gruppe, die dann quasi Täter ist, lieber anschließt, weil das quasi im Machtgefälle auch weiter oben ist, als die, über die man sich lustig macht. Wenn einer Scheiße labert und es ist komplett falsch, ist es lustig. Ja, und dann frage ich dich jetzt ein drittes Mal um ein Argument, warum man sich dann darüber lustig macht, anstatt für sich zu denken, ist das lustig, sondern warum man es öffentlich ausschreibt. Mein letzter Versuch, dir ein Argument also aus dem Ärmel zu schütteln oder mal tatsächlich darüber nachzudenken. Bei Internetkommentaren gibt es doch keinen Gruppenzwang. Es gibt keinen Gruppenzwang, aber es gibt schon eine Verleitung dazu, sich einer mobbenden Gruppe anzuschließen, um ein Zugehörigkeitsgefühl zu bekommen. Die sowas schreiben, haben einen Mangel an Einfühlsamkeit. Ja, da fehlt es natürlich an Empathie. Das ist absolut richtig. Es fehlt eine Selbstreflexion und Identitätszugehörigkeit zu den Stärkeren, I guess. Ja, wie gesagt, da geht es um Machtstrukturen, in die man sich dann selber einfügt. Das ist Kommunikation mit dem Medium. Ich habe 3-mal gefragt. Ich habe leider keine Antwort bekommen, Giga Goblin. Mir ging es um den psychologischen Hintergrund, warum Menschen das tun, was sie tun. Und du konntest mir nach 3-mal nachfragen und 3-mal nachdenken leider kein Argument bieten. Schade. Dann brauchen wir uns an der Stelle auch nicht weiter zu unterhalten. Punkt und Fakt ist aus psychologischer Sicht, dass Menschen zu Mobbern werden und dass Menschen sich über andere Menschen lustig machen, um sich in einem Machtgefälle über sie zu stellen, um sich besser zu fühlen, um eine Zugehörigkeit mit anderen Tätern zu finden. Punkt. Das ist ein psychologischer Fakt. Weiter im Text. Das ist halt crazy, wenn man überlegt, dass das wahrscheinlich einfach sogar Erwachsene geschrieben haben. Der Uploader löschte das Video sofort, aber unzählige Re-Uploads von anderen Leuten verbreiteten das Video weiter. Viele Leute wussten es damals noch nicht. Aber Lars hatte in seinen jungen Jahren schon einen Gehirntumor und hatte aufgrund von jeglichen Therapien und Chemo viele Wassereinlagerungen. Zu dem Zeitpunkt hat er auch Cortison einnehmen müssen, was oft zur Gewichtszunahme führt. Obwohl Lars auf Twitter sehr offen mit seiner Krankheit umging und immer wieder Updates postete, war der Hate für ihn und seine Familie eine schwere Belastung. Alter, das glaube ich. Das ist echt heftig. Das tut mir wirklich leid. Cortison ist ein richtiger Abfuck. Ich habe auch eine Zeit lang Cortison genommen wegen meiner Hautprobleme. Cortison ist echt scheiße. Oktober 2010 kamen dann seine letzten 4 Tweets online, in denen er Folgendes mitteilte. Es gibt keine Hoffnung mehr, denn nun hat der Tumor entlang der Hirnhäute gestreut. Es gibt keine Behandlungsmöglichkeiten mehr für mich, muss also auf den Tod warten. Meine Zeit ist gekommen. Sie ist nicht mehr lang, ich bin bereit. Kurz danach ist er nur mit 14 Jahren verstorben. Ich finde diese Geschichte tatsächlich extrem berührend und traurig, wenn ich mir überlege, dass Lars und sein Kumpel sich überhaupt nichts Böses gedacht haben, als sie dieses Video aufgenommen haben. Lars hat so tapfer gegen die Krankheit gekämpft und wurde dann zum Mittelpunkt von einer Sache, von der er überhaupt nicht wollte, dass er es wird, und hat dann auch noch solche Kommentare hier bekommen. Schaut euch dazu übrigens sehr gerne nochmal das ganze Video von Hochkulturensohn an. Er hat dazu ein eigenes, sehr detailliertes Video gemacht, wen die Story noch genauer interessiert. Das ist die eine Seite von Memes. Die Menschen, die auf diesen Memes zu sehen sind. Aber was ist mit der anderen Seite? Was ist mit den Konsumenten dieser Memes? Denn wie ich schon am Anfang erwähnt habe, sind Memes ein Kommunikationstool unserer Generation geworden. Das kann natürlich viele positive Aspekte haben, wie das Gefühl von Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit, aber wir unterschätzen tatsächlich sehr, wie sehr Memes unser Leben und unsere
Denkweisen beeinflussen. Das hier ist hochspannend. Kapitel Der Mensch kann wirklich ein abgefucktes Wesen sein. Ja, und gerade in unserer Gesellschaft, in der wir jetzt hier aktuell groß werden, geführt von Kapitalismus. Ja, ich weiß, da wollen viele immer rumdiskutieren, patriarchalen Strukturen, die ja auch Männern schaden. Ich meine, es war schon immer so, dass es Strukturen gab, die die Empathie für andere untergraben haben, aber ich finde gerade im kapitalistischen Ellbogensystem, nenne ich das jetzt einfach mal, ist es noch mal krasser. Kapitel 5, die dunkle Macht der Memes. Was mir vor diesem Video hier tatsächlich gar nicht so bewusst war, Memes sind nicht nur harmlose Unterhaltung. Nur eine Idee, man könnte diesen ganzen Hate, ich nenne es Hass und Hetze, aufarbeiten. Welche jetzt genau? Werden häufig auch für schlechte Zwecke genutzt, um unsere Gesellschaft zu polarisieren. Ein wichtiger Punkt ist hierbei Kapitel 5.1, die Förderung von Stereotypen und Diskriminierung. Memes Allgemein, du kannst keinen allgemeinen Hass bekämpfen. Hass ist wie Krebs. Es gibt zwar einen Sammelbegriff für alles, und zwar Krebs oder Hass, aber es gibt sehr viele unterschiedliche Punkte, an denen Hass oder Hetze, wie du es nennst, hochkochen. Und die sind genauso unterschiedlich wie die unterschiedlichen Krebsarten, die du haben kannst. Du kannst dich nicht auf allgemeinen Hass konzentrieren, sondern immer nur auf die einzelnen Strukturen, in denen Hass entsteht. Du kannst von mir aus den, in Anführungsstrichen, Hass gegen Männer, Männers, da kannst du was machen. Oder den Hass gegen Frauen. Oder den Kapitalismus. Oder den Hass gegen Nazis. Oder den Hass gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Da kannst du immer ansetzen und sagen, okay, man muss darüber reden, man muss darüber aufklären, dies, das, Ananas. Aber allgemein Hass besiegen. spiegeln häufig Dynamiken westlicher, männlich dominierter Communities wider. Was de facto sehr oft dazu führt, ob man das jetzt gerne hört oder nicht, weil es gibt immer Leute, die wehren sich dagegen, aber was sehr oft dazu führt, dass diskriminierende Stereotype weiter verbreitet werden. Ein Beispiel für die Förderung von Stereotypen ist dieses Karen-Meme. Was als lustiger Kommentar über bestimmte Verhaltensweisen begann, wurde schnell zu einem abwertenden Begriff für Frauen mittleren Alters, der sie pauschal als fordernd, unfreundlich oder privilegiert darstellt. Und ganz klar muss man in diesen Karen-Videos schon sagen, dass in diesen Videos ganz oft ein Klischee bestätigt wird, vor allem wenn man sich die Frisuren anguckt, aber es wird hier halt trotzdem mit Stereotypen gearbeitet, die man eben in keiner Weise verallgemeinern kann. Der Forscher und Autor Mike Field sagt im Gespräch mit BR24 dazu auch, dass die meisten diskriminierenden Memes in die Kategorie Frauenfeindlichkeit oder generell Sexismus fallen. Hier das ist keine coole Grafik. Yikes. in der Statistik von Gegenhass im Netz sieht man auch nochmal ganz gut, dass die Kategorie Frauenfeindlichkeit in den geprüften Memes am meisten vertreten ist. Dicht gefolgt von LGBTQI-Feindlichkeit und Rassismus. Felix bringt das hier auch nochmal ganz gut auf den Punkt. Man versucht, die eigene patriarchale Ordnung zu festigen, indem man Frauen auf ihre vermeintlich marginale Position zurückdrängen will. Für die Leute, die die ganzen Begriffe nicht kennen, man versucht, seine eigene Machtdominanz, dadurch, dass man ein Mann ist, in unserer Gesellschaft zu festigen, indem man Frauen auf ihre vermeintliche unterdrückte Position zurückdrängen will. Also quasi die in unserer Gesellschaft, dadurch, dass sie als Männer geboren werden, grundsätzlich schon mehr Zuspruch in der Gesellschaft bekommen, versuchen Frauen weit unten zu halten, damit sie sich nicht auf gleiche Rechte, auf gleiche Positionen hochkämpfen können. Und damit ist gar nicht gemeint, dass das immer aktiv mit diesem Gedanken getan wird, wenn man jetzt ein Meme teilt und aktiv drüber nachdenkt, jetzt will ich hier nochmal richtig frauenfeindlich sein, sondern dass es auch ganz subtil und unbewusst passieren kann. Das ist nicht immer sehr auffällig. Klassische Stereotype von Frauen werden oft auch sehr subtil bedient, wie hier oder A woman astronaut because sandwiches won't make themselves up here. Uff. Feminist. What your friends think you do, what your family thinks you do, what the world thinks you do, what you really do. Okay. hier. Ich meine, das sind ja noch harmlosere Memes, aber in extremeren Gruppierungen sind diese Memes obviously extremer. Wie hier. Oder hier. Oder hier. So wird Gewalt gegen Frauen sehr schnell verharmlost. Sehr subtil. Ich dachte mir auch so, wo ist das bitte subtil, Bro? Genauso können auch Memes in Bezug auf Geschlechterrollen problematisch sein. Zum Beispiel dieses Boys will be Boys Meme. Das ist so scheiße, dieses Meme. Ich hasse dieses Meme.
Denn sie entschuldigen oft schlechtes oder aggressives Verhalten von Männern, indem sie es als normal für das männliche Geschlecht darstellen. Problematisches Verhalten wird so verharmlost und stereotypische Vorstellungen von Männlichkeit verstärkt. Also ich habe ja auch ein YouTube-Video über Männer gemacht, beziehungsweise Männergesundheit und wie es dazu kommt, dass Männer so werden, wie sie, oder werden können, wie sie werden. War mein erstes Video, nicht zu hart judgen. Ich hätte es auch ein bisschen anders gestalten können, aber fürs erste Video bin ich trotzdem sehr stolz drauf. Und ich hatte dann so viele Kommentare unter dem Video, naja, dass das halt alles genetisch abhängig ist und dass ja viel Genetik mitspielt und so weiter. Oder dass Testosteron mitspielt. Genetik kann mit dafür verantwortlich sein, welche Persönlichkeit du hast oder wie hoch dein Aggressionslevel ist. Es ist mitverantwortlich. Stopp. Es legt vielleicht, da ist man sich immer noch nicht 100% einig, einen Grundstein für deine Persönlichkeit. Aber das ist doch keine Ausrede, sich verhalten zu dürfen wie der größte Wichser da draußen. Auch deine Prägung, die du durch deine Eltern erhalten hast und durch dein Umfeld, ist natürlich eine Erklärung, warum du so geworden bist, wie du geworden bist. Aber es ist keine Ausrede, weiterhin so sein zu müssen. Das ist schon ein Unterschied. Und jetzt sind wir mittlerweile in einer Zeit angekommen, in der Frauen emanzipierter sind und in dem andere Männer sich das nicht mehr gefallen lassen und solchen Alpha-Mails auch sagen, hey, so wie du dich verhältst, ist echt scheiße. Das löst aber bei vielen der Männer, die schon gefestigt in ihrer Struktur sind, halt nur aus, dass sie sich verteidigen wollen und dass sie in ihrer Position bleiben wollen. Deswegen gibt es ja dann auch so viele frauenfeindliche Männer, weil sie Angst haben, dass ihnen Frauen in der emanzipatorischen Entwicklung ihren Platz wegnehmen. Es gibt dumme Menschen, sonst würden die nicht AfD wählen. Nee, die sind nicht dumm. Die sind entweder nicht aufgeklärt, nicht gebildet oder menschenfeindlich. Ja, viele Dinge führen dazu, dass du so geworden oder so bist, wie du bist, aber sobald dich jemand darauf hinweist oder du auch selber merkst, dass du in dieser Rolle nicht glücklich bist, solltest du einfach mal darüber nachdenken und reflektieren und im besten Fall auch mit Hilfe von außen dir darüber klar werden, ob dieses Männerbild, was dir beigebracht wurde, dich tatsächlich glücklich macht. Es geht nicht darum, dass, keine Ahnung, lange Haare tragen musst und Röcke und sich die Nägel lackieren oder sonst irgendwas, sondern ob gewisse Dinge, die dir beigebracht wurden, actually gesund für dich sind. Womit wir zum nächsten Thema kommen. Kapitel 5.2 Memes in der politischen Kommunikation. Memes schaffen nämlich ein neues Ökosystem für Fehlinformationen und werden tatsächlich gezielt eingesetzt, um politische Ideologien zu verbreiten. Und das tatsächlich oft durch Ironie, subtile Botschaften, um komplexe Themen zu vereinfachen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Plattformen wie Reddit, Instagram und TikTok bieten bereits Raum für öffentliche Meinungsbildungen, während Seiten wie Infinite-Chan oder 4chan häufig von rechtsextremen und verschwörungstheoretischen Gruppen genutzt werden, eben um aktiv Hass und Propaganda zu verbreiten. Ein weiterer Hotspot für extremistische Memes ist Telegram. Das bestätigt tatsächlich auch die Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft Hass gegen Netz, die ich eben schon erwähnt habe. Für die Studie wurden 2158 Memes aus demokratiefeindlichen Telegram-Kanälen mit KI detektiert und anschließend ausgewertet. Memes sind leider eben auch ein fester Bestandteil digitaler Hasskommunikation, werden also gezielt eingesetzt, um Hass zu verbreiten, Gruppen zu diffamieren oder Feindbilder zu verstärken. Ein klassisches Beispiel ist hier das Pepper the Frog Meme. Ich vermute, die meisten von Ihnen kennen ihn eher als süßen Frosch, der mittlerweile auch seinen eigenen TikTok-Kanal hat. Aber er ist das perfekte Beispiel dafür, wie Memes genutzt werden können, um rechte Inhalte zu vermitteln. Pepe wurde nämlich von Rechtsextremen übernommen und Nein, wurde es nicht. Nicht unser Pepe. Wird für rassistische, antisemitische und extremistische Botschaften genutzt. Er wird gezielt mit Symbolen und Botschaften der Hassideologie in Verbindung gebracht, um gesellschaftliche Vorurteile zu verstärken und zu verbreiten. Selbst der Zeichner von Pepe hat sich ja davon distanziert und wollte rechtliche Wege quasi einschreiten lassen. Es ging sogar so weit, dass neben dem Hakenkreuz und dem KKK auch Pepe the Frog 2016 offiziell in die Datenbank der Anti-Defamation League für Hasssymbole aufgenommen wurde. Och nein. Oder? Also dieser Frosch quasi als Symbol des Rechtsextremismus gilt. Und genau das machen sich tatsächlich sogar Politiker zunutze. Während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 nutzte Surprise auch Trump das Meme auf Twitter, was ja, der ist aber auch ein Frosch, ne? Von seinen Anhängern auf 4chan dann weiter verbreitet wurde. Und ja, auch keine große Überraschung, genauso lief es hier in Deutschland. Auch die AfD hat frühzeitig Also, I mean, du kannst ja Memes nutzen, right? Aber das ist komplett dämlich, Alter. Das ist ja komplett dumm. Entschuldigung,
Nicht dumm, unlustig. Wir wollten ja das Wort dumm nicht nutzen. Es ist komplett unlustig. Die Bedeutung von Social Media erkannt und nutzt diese intensiv für ihre politische Kommunikation. Die AfD und auch ihre Mitglieder sind aktiv auf Facebook, auf TikTok, auf Instagram und verbreiten dort ebenfalls Memes, um ihre politischen Positionen zu unterstreichen. Tja, alles ein sehr großer Fiebertraum. Kommen wir zu Kapitel 6, Fazit. So Leute, ich weiß, das war heute sehr viel Input und ich vermute, dass die allermeisten von euch regelmäßig Die nutzen das für sich selber. Ja, niemand verarscht die AfD mit diesem Meme, sondern die benutzen das und denken, dass sie damit cool sind. Boomer halt, ne? Memes sehen oder auch verschicken. Und das möchte ich auch niemandem abreden, weil es einfach auch ein schnelles, lustiges Kommunikationstool sein kann. Ich wollte euch nur zeigen, dass es eben auch diese Schattenseiten von Memes gibt und dass man in Zukunft vielleicht ein bisschen darauf achten kann, was man versendet und was vielleicht nicht, was man öffentlich postet und was eben besser nicht. Ihr dürft mir, wenn ihr wollt, gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsmeme ist. Boah, was ist denn mein Lieblingsmeme? Was ist denn euer Lieblingsmeme? Boah, da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Falls ihr eins habt, gibt es welche, die ihr regelmäßig versendet. Findet ihr es gut, dass Memes entstehen können oder ist es nicht gleichzeitig auch ein großes Risiko? Jeder von uns könnte jederzeit ein Meme werden, auf irgendeine Art. Vergesst an dieser Stelle übrigens auch nicht, bei unserem heutigen Sponsor vorbeizuschauen. Einfach diesen QR-Code scannen oder auf den Link in der Beschreibung klicken. Dann bekommt ihr 55% Rabatt auf Livesum Premium. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Freue mich auf eure Kommentare und bis ganz bald wieder. Tschüss und bis dann. Ich mag Jonas, der macht gute Videos. Ich habe noch kein einziges Jonas-Video gesehen, das ich nicht mochte. Mein absolutes Lieblingsmeme. Hold. Get to Del Taco. They got a new thing called Free Shavakadu.